Die Katze bemerkte den Hund zu spät. Sie versuchte zu fliehen, aber ihr dicker Bauch schränkte die Bewegungen ein. Dabei hätte es nur nötig gewesen, zum nächsten Baum zu rennen, und die Rettung wäre so nah gewesen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich ihr flexibler Körper mit Mühe gedreht, und die Katze kratzte mit ihren Krallen über die Schnauze des Hundes. Sie versuchte erneut, zum Baum zu rennen, aber als sie sich besann, hatte der Hund sie mit einem Sprung eingeholt. Dieser Moment dauerte nur einige Sekunden, bis ein schwerer, dunkler Müllsack auf den Hund fiel. »Lass die Katze los«, rief eine ältere Frau drohend. Der Hund, überrascht, öffnete das Maul, und die Katze schaffte es fast automatisch zum rettenden Baum. Sie fühlte sich nicht mehr gestresst und konnte den Baumstamm bis zur menschlichen Höhe hinaufklettern. Während sie den Sack aufhob und weiterhin den Hund bedrohte, jagte die Frau ihn fort, warf den Müll weg und ging nach Hause, ohne noch einmal zur Katze zu schauen. In der Zwischenzeit verließen sie ihre Kräfte. Die schwachen Pfoten konnten die werdende Mutter nicht mehr halten, und sie fiel wie ein Sack zu den Füßen des Baumes und schlug mit dem Bauch auf den Boden auf. Die Hundebisse und der Aufprall lösten die Geburt aus. Eine junge Katze, fast ohne Lebenszeichen, wurde von Nadja entdeckt. 3 winzige, nasse Kätzchen krochen lautlos umher und öffneten ihre Mäulchen. Aber selbst wenn sie die Zitzen der Mutter gefunden hätten, hätte sich nichts geändert, sie waren leer. Die Katze konnte ihre Kinder einfach nicht füttern. Ein Anruf in der Klinik überraschte Renner. Sie stand bereits angezogen da und begann zu frösteln. Das heißt, die Besucher hatten sie heute mit Grippe angesteckt. Wie könnte man da ablehnen, fast schreiend vor Verzweiflung und Mitleid. Das Mädchen und die Ärztin öffneten die Jacke und sagten gleichzeitig, dass sie natürlich warten würde, nur dass sie lange warten musste. Zuerst nahm das Mädchen ein Taxi, um die Kätzchen zu einem Kollegen zu bringen, der ebenfalls nicht ablehnte und zustimmte, sie seiner säugenden Katze zu geben. Erst mehr als eine Stunde später war die Katze in den erfahrenen und einfühlsamen Händen des Tierarztes. Die Schutzreaktion setzte ein, und die Katze schottete sich von der Außenwelt ab. Sie war von dem Schmerz losgelöst, und das, was sie fühlte, geschah irgendwie in ihr selbst. Das kleinste und beste Bewusstsein erwärmte sich. Und als die Katze bei der Untersuchung zuckte, atmete die Tierärztin erleichtert auf, die Katze wollte noch leben. Die Kätzchen waren zu früh geboren worden und fanden sich in dieser Welt ohne jegliche Unterstützung wieder. Am Morgen entdeckte der Junge, dass von 3 nur eines überlebt hatte. Es bewegte sich kaum unter den älteren und stärkeren Kätzchen. Von seiner eigenen Katze nahm der Junge das Kleine und schob es der Pflegemutter unter die Schnauze. Die Katze begann aktiv, es zu putzen und schützte es vor ihren aktiven Kätzchen. Das Kätzchen wuchs heran, die Katzenmama erholte sich, und nachdem sie ihm beigebracht hatte, selbstständig zu fressen, brachte der Junge es Nastja zurück, die die Katze die ganze Zeit über gepflegt hatte. Wie sie auch hofften, erkannten Mama und Tochter es nicht. Ja, die Katze warf nur gleichgültig einen Blick auf das kleine Unruhestifterchen und, indem sie mit den Hinterbeinen nickte, kletterte sie auf einen bequemen Sessel, um von dort aus alles zu beobachten, was geschah. Und das kleine Kätzchen vermisste die Mama. Ob sie nun die Pflegekatze war oder nicht, für das Kätzchen machte es keinen Unterschied. Sie wurde mit ihrer Milch gefüttert, und nachdem sie mit ihrer fürsorglichen Zunge gewaschen worden war, betrachtete sie nur sie als ihre Mutter und vermisste diese Katze unendlich. Nur als sie im Sommer ins Landhaus gebracht wurden, gewöhnten sie sich an die Anwesenheit des anderen. Das Kätzchen benötigte noch Pflege, und da es niemanden sonst gab, folgte es den ganzen Tag der erwachsenen Katze. Und obwohl sie vergaß, dass sie einmal Kinder hatte, übernahm sie doch die Verantwortung für das Kleine. Sie lernten, zusammen zu leben, gewöhnten sich aneinander, und eines Tages, als die erwachsene Katze in der Nähe das Bellen eines Hundes hörte, sprang sie von dem Gras auf und schützte das Kätzchen. Die Hunde rannten hinter dem hohen Zaun vorbei, und die Katze, sich entspannend, kehrte an ihren Platz zurück, leckte dem noch ahnungslosen, flauschigen Kätzchen, das nicht gelernt hatte, vor Hunden Angst zu haben, über die Nase. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.